Es gibt etwas Neues aus Rust und zwar EatX und das ist die Weiterentwicklung vom Adrenalin und eine Neuheit, die aus Rust kommt, aber nicht unbedingt da stehen muss. Alles dazu jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem kleinen News-Video zu einer Neuheit aus dem Hause Europapark, aus dem Hause Mack, aus Rust direkt. Und wir waren bei den IAAPA Honors und Austragungsort war der Europapark. Link hier in der Infocard zum Video. Und Thomas Mack war einer der Speaker auf der Bühne und hat im Rahmen dessen etwas Neues vorgestellt und quasi die Weiterentwicklung von Adrenalin. Aber wir gehen das jetzt hier Step by Step durch. Wenn ihr nicht wisst, was Adrenalin ist, hole ich euch auf jeden Fall ab. Und wenn ihr wisst, was das ist, müsst ihr da jetzt auch durch. Adrenalin ist quasi die New Dimension of Dining und es geht um Fine Dining, also gehobene Küche und feines Essen und das aber ganz neu und ganz anders gedacht. Im Europapark Erlebnisresort gibt es seit 2022 ein neues Restaurant, aber jetzt nicht in Freizeitpark oder in einem Hotel, sondern standalone, für sich selber stehend gibt es das Restaurant Adrenalin. Und das Ganze ist ein Erlebnisrestaurant bzw. eine Dark Ride Experience. Und dort genießt man ein 8-Gang-Menü in mehreren Räumen und das für wirklich alle Sinne. Nach dem Ankommen und dem Aufenthalt in der Lounge gibt es dann das Boarding und ab da müsst ihr auch nicht mehr laufen. Wir haben Adrenalin noch nicht gemacht, wir waren aber im Rahmen der IAAPA Honors bei einer Backstage-Tour dabei und konnten uns das Ganze vor Ort angucken und sind auch eine kleine Runde mit den Floating Chairs gefahren. Denn ihr nehmt in einem Sessel Platz und das ist dann für die nächste Zeit euer Platz, auf dem ihr euch dann ja floating-mäßig durch die Räume bewegt. Ihr müsst nicht mehr aufstehen und es gibt einige Überraschungen, die ich euch natürlich jetzt nicht verrate, sonst sind es keine Überraschungen mehr. Und diese Fine Dining Experience ist wirklich für alle Sinne und ihr fahrt in diesen Floating Chairs von Raum zu Raum und habt verschiedene Erlebnisse zwischen Essen und Trinken und ja, Show-Elementen drumherum, die auch auf verschiedenste Art und Weise präsentiert werden. Der Kopf hinter dem Ganzen ist unter anderem auch Thomas Mack, der war auch kurz bei dieser Backstage-Tour dabei und es ist einfach immer wieder schön, Leute zu sehen, die für eine Sache brennen, voll dahinter stehen und einfach nur Spaß haben. Und es gab halt so einen kleinen, sehr witzigen Moment auf jeden Fall bei unserer Tour. Für uns war das auf jeden Fall super spannend. Wir kannten Adrenalin natürlich schon, haben aber uns nicht weiter irgendwie tiefer mit diesem Thema beschäftigt und finde das schon so grundsätzlich interessant, weil Mack Rides, der Fahrgeschäftehersteller, der quasi zum Europapark gehört, hat diese Floating Chairs gebaut und das ist ein Dark Ride und alles drumherum. Ist schon cool, aber wir sind da nicht näher und tiefer ins Thema gegangen. Jetzt haben wir das Ganze gesehen und wissen jetzt mehr, was da passiert und was man erwarten kann. Und jetzt haben wir richtig Bock und das irgendwann auch mal auszuprobieren. Man muss es aber auch wollen, denn Fine Dining ist natürlich jetzt hier nicht eben am Snackstand im Europapark selber sich eine Kleinigkeit holen und eben sich reindrücken. Und die Preise bewegen sich pro Person zwischen 255 € für die Basisversion quasi, dann gibt es eine Version für 315 € und für 445 € habt ihr dann auch noch nicht nur die passende Weinbegleitung, sondern direkt den Sommelier auch mit dabei, der dann auch separat noch was dazu erzählt. Das Ganze gibt es in Deutsch und Französisch, glaube ich. Man kann aber auch auf Englisch oder weitere französische Termine buchen, ab Gruppen von 12 Personen und so weiter und so fort. Ne? Super komplex, aber einmal nur abgeholt, abgerissen, was Adrenalin ist. Und das wurde jetzt quasi weiterentwickelt. Außerdem gibt es seit 2024 auch noch Adrenalin Late Night. Das ist dann quasi eine Low-Budget-Version und ist eher eine Cocktailparty für 135 € pro Person. So erstmal vielleicht allgemein, um alle abzuholen, was ist Adrenalin, was kann das, was muss man sich darunter vorstellen. Und die Weiterentwicklung EatX ist jetzt eine, ich nenne es jetzt mal übertrieben, Low-Budget-Version und spricht vielleicht am Ende mehr Leute an. Und das Ganze ist eine Dark Ride Dining Attraction. Das Ganze läuft so ein bisschen unter dem Motto High Capacity meets High Entertainment. Und die Magic of Mack Rides, Dark Rides wird hier gepaart mit hocheffizienten Catering-Systemen. Und The Flow Dinner ist ein Floating
Table. Nicht mehr nur ein Floating Chair, wie man das jetzt beim Adrenalin hat, sondern jetzt ist es ein ganzer Tisch mit dazugehörenden Bänken, so dass wirklich die doppelte Zahl an Plätzen freigegeben wird quasi pro Quadratmeter im Vergleich zu dem einzelnen Stuhl. Und das Ganze kann natürlich auch thematisch angepasst werden. Und thematisch anpassen ist auch so ein bisschen das Konzept dahinter, denn es ist modular gedacht und so gedacht, dass man zum Beispiel durch verschiedene Länder Europas reist und dort die verschiedenen Speisen probiert und das Ganze wieder gepaart mit Show-Elementen, aber alles mit einer etwas einfacheren Küche. Und dieses Ride-and-Dine-System ist extra konzipiert für Themenparks oder Entertainment-Venues. Und damit logischerweise für verschiedene Stories bzw. IPs. In dem Beispielbild hier zum Beispiel seht ihr das Ganze mit einer Snorri-IP, wenn man das Ganze im Thema von Snorri, dem Maskottchen von Rolantica, dem Wasserpark vom Europa-Park Resort machen möchte. Aber es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel mit einem Käsefondue durch Schweizer Hütten zu fahren und ähnliches. Hier ist dann auch der Plan, dass man neben den Show-Elementen ein Dreigang-Menü hat, bestehend aus einer Vorspeise, dem Hauptgang und dem Dessert. Und dementsprechend ist das Ganze auch jetzt nicht unbedingt als Standalone-Attraktion geplant, sondern als Add-on, was man sich zu einem Themenpark bzw. einer Entertainment-Venue mit dazustellen kann. Adrenalin ist halt eher eine Standalone-Attraktion. Nicht nur es ist einfach ein Standalone, eigenständiges Restaurant. Und das Ganze ist jetzt nicht unbedingt für den Europapark selbst gedacht, sondern einfach ein Konzept, was vorgestellt wurde und was quasi jeder sich dann kaufen kann. Und ich finde die Idee echt cool, spannend, interessant, öffnet auf jeden Fall andere größere Märkte. Oder wie seht ihr das? Was ist eure Meinung dazu? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten war es das mit diesem Video. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zum neuen Video hier auf dem Raju YouTube-Kanal.